Mai, Tag 22. Es ist 10 vor 7 und ich muss einige Verluste melden. Aber gestern habe ich auf einen Äpfel gekauft im Laden. Der ist nicht mehr rum, irgendwo, wo es mir noch gesagt hat. Der bei meiner guten Jacke geht der Reissverschluss nicht mehr zu. Ich habe den Zugang gemacht, jetzt habe ich den Reissverschluss in der Hand gehabt. Und die Jacke, die nicht schließt, kann nicht so gut sein, nicht zu wenig. Jetzt muss ich dann schauen, was ich da machen kann. Ja, und jetzt bin ich losgelaufen, als ich zum Morgen. Es war ein bisschen fest windig. Irgendwo, wenn es windstill ist, ist das Morgenpause liegen. Es ist jetzt 10:30, ich bin jetzt hier am See am Ufer ein bisschen gehockt, habe das Liebling gewaschen, die Socken gewaschen und dann habe ich die Socken angelegt. Jetzt habe ich 2 Paar Socken, die lachen können. Jetzt habe ich nur noch ein gutes Paar. Ja, und dann habe ich den Äpfel gefunden wieder. Den habe ich doch nicht verloren, habe ich den Äpfel noch gegessen. Und für einen kurzen Moment habe ich noch studiert, ob ich reingumpen in den See. Aber als ich die Füße rein hatte, ich muss sagen, doch, ist doch noch ein bisschen frisch. Darum gehe ich jetzt wieder weiter. Ups. Vor 2 und ich bin wieder aufgebrochen nach der Mittagspause. Ich laufe sicher schon mehr als eine halbe Stunde hier durch den Wald. Und da liegt ein Baum am anderen liegt am Boden. Tots über Tots. Einfach liegen gelassen. Es ist jetzt 5 vor 6 Uhr. Ich habe jetzt gerade Nacht gegessen. Bei einem Bach zu suchen. Jetzt gibt es wieder für 10 Meilen kein Wasser. Darum habe ich jetzt nachgegessen, damit ich
Wenn ich das Zelt aufstelle, hätte dann immer mal Haufen Wasserbücher. Es ist jetzt 7:45 und ich habe angefangen, mein Nachtlager einzurichten. Irgendwann hat der Baum gefällt, Äste geschnitten. Und dann habe ich nicht mehr viel dazu tun, einfach noch ein bisschen zusammenpischeln. Dann habe ich das. Es sieht jetzt aus, als hätte ich jetzt Angst, aber ich habe jetzt einfach das, was rumgelegen ist, habe ich das gemacht. Die Äste zusammenbiegen zum Kreis. Ja, jetzt macht noch das Nachtlager fertig. Ich glaube, nachher machen wir noch warme Schoki, warme Ofi. Und dann gehen wir liegen. Mittwoch, der 18. Mai, 6:45. Und das war Tag 23. Ja. Und ich kann losgehen. Nächster Stopp Wasser in 5 Meilen. Es ist jetzt 10:09. Ich war jetzt bei der Quelle, habe Wasser gefüllt. Und jetzt zurück auf den Weg gehe ich einfach querfeldein. Das ist der kürzeste Weg. Sonst müssen wir wieder zurück und ob sie jetzt versuche ich da irgendwie wieder so gestrippt mir wegzubahnen. Bin ich ja kurz total am falschen Ort gewesen. Ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist. Bin ich durch das Weg wieder ab und dann bin ich in den Wald hineingekommen, wo man kaum mehr Weg sieht. Und dann habe ich mich gefragt, ja, kann das sein, dass ich da durch muss? Und meine GPS-Uhr hat gesagt, ja, ich stehe auf dem Wanderweg. Und dann habe ich halt gleich noch ein Auto genommen. Und auch da bin ich auf dem Wanderweg gewesen.
Und plötzlich bin ich total im Kreuz draussen. Ich musste querfeldein sein. Und jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Ist alles wieder gut. Keine Ahnung. So, es ist jetzt fast 11:30. Ich habe hier eine Pause gemacht. Neben einem Bächli. Ich habe gerade Wasser gefüllt und etwas Kleines gegessen. Es ist 1. Ich laufe jetzt wieder los nach einer kurzen Mittagspause. Ich will nachher eine längere Pause unten beim Fluss machen. Rio Chama. Dann schnell ein bisschen baden. Kleider ein bisschen auswaschen. Und trocknen wieder. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen Zielpause gemacht. Ups. Zuerst müssen wir ein Plätzchen suchen, wo man nicht gerade vom Fluss weggerissen wird zum Baden. Aber ich bin jetzt genau rein, es ist noch verwischend. Ich habe gerade ein Liebling ausgewaschen. Dann ein bisschen trocknen. Und dann wäre die Idee, dass ich dort Auto stepple bis nach Post Range oder bis zum Highway 48. Dann müssen wir schauen, es ist nicht so viel Verkehr heute am Mittwoch. Schauen, wie es klappt. Es ist immer noch Mittwoch, der 18. Mai, 10:45. Ich habe jetzt Ghost Range verlassen, weil wegen der Schließung vom Nationalwald. Das soll morgen stattfinden. Ich kann nicht schlafen. Es hat mir so zu denken gemacht, dass ich das Zelt abgebrochen habe. Und jetzt anfangen rauswandern aus Ghost Range, Box Canyon Trail. Ja, damit ich es noch schaffen kann, auf eigenen Füßen nach Chama. Donnerstagmorgen, 19. Mai, 7:20. Tag 24. Ich bin jetzt gerade aufgebrochen. Es ist noch ein bisschen frisch. Darum gehe ich jetzt ein bisschen an die Sonne. Und wenn ich das kurz Platz habe, mache ich die Pause für jetzt zum Morgen.
Zuerst muss ich den Weg finden, weil gestern Abend bin ich da im Dunkeln gewesen. Und jetzt muss ich schauen, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Ich gehe jetzt der Straße weiter und dann sehen wir es. Es ist jetzt 7:45 und ich mache jetzt gerade die Pause. Die Morgenpause. Und ganz morgen bin ich nicht auf dem offiziellen Weg gelaufen. Irgendwie, ich habe die Abzweigung am Morgen gar nicht gefunden. Ich bin einfach um den Weg nachher gelaufen. Meine Garmin Smartwatch sagt, der Weg war auf der linken Seite. Und mein Handy sagt, der Weg ist auf der rechten Seite. Aber ich bin einfach irgendwo zwischendrin gelaufen, aber in der richtigen Richtung. Dann dachte ich jetzt gar nicht, ob sie querfeldein auf Garmin-Route. Und jetzt bin ich da oben auf der Garmin-Route und die existiert gar nicht. Der hat mich voll versickelt. Ja, no, ich mache es erst zum Morgen und nachher dann entscheiden, was ich machen will. Nach gut einer halben Stunde querfeldein habe ich den Wanderweg wieder gefunden. Also Wanderweg stimmt nicht ganz. Es ist eine Froststrasse. Gestern habe ich halt die Aussicht zurück auf Ghost Range verpasst, weil ich mitten in der Nacht aufgebrochen bin. Aber die Aussicht ist auch nicht schlecht. Ab 12 Uhr und ich bin jetzt mit einem Blizzard gelaufen die letzte Dreiviertelstunde zu einer Wasserstelle her. Wir machen jetzt hier Mittagspause, schauen Wasser öffnen. Vielleicht laufen wir dann wieder miteinander los. Muss noch schauen. No! Just put down those hiking poles real nicely. Get a nice grip with your hiking pole. Not on a slippery rock, yeah. Two for two! Wow! Es ist auch schon wieder 8:45, viel zu spät wieder. Ich bin mit einem Blizzard hier auf einer, was ist das, ein See jetzt hier, mit einem WC-Häuschen und Gieselkibbeln. Und früher hat es auch noch so Grillstellen gehabt, aber die sind alle kaputt vom Sturm. Jetzt Haufen Bäume umgekehrt und alles kaputt geschlagen. Vor allem sind wir jetzt oben. Und es ist dann echt cool. Ich
Ich habe mich jetzt um das WC-Häschen verzogen. Ja. Dass es nicht so kalt wird die Nacht. Ja, 8:45 ist aber viel zu spät. Ich wollte eigentlich verlieren das Nest. Aber ja, jetzt kann ich liegen. Guten Morgen, es ist Freitag, der 20. Mai, Tag 25. Es ist jetzt 7 Uhr. Es war eine kalte, windige Nacht. Darum habe ich mich ins WC-Häschen verzogen wieder. Darum war es nicht ganz so geruchlos wie jetzt das letzte WC. Aber für es warm und windstill gewesen. Dummerweise bin ich auf meinen Hifgurt-Schnalle gestanden gestern Abend. Jetzt ist die kaputt. Mein Material geht langsam ein bisschen über. Die meisten legen mich auf die Jacke und den Reissverschluss nicht mehr zutut. Jetzt habe ich bei der Hifgurt-Schnalle habe ich jetzt Karabiner an der Toni gehabt. Schauen, ob das funktioniert. Der Blizzard ist gerade vor 10 Minuten los. Ich mache mich jetzt einfach weg. Ich habe lange warme Hemd angelegt, lange Hose. Es ist doch recht frisch, wir sind auf 3000 Meter. Ja, fertig, warm Wetter, jetzt kommt ein anderes Klima. Der Wind ist wieder genauso schlimm wie gestern. Es ist mühsam. Meistens für die Seite und dann richten wir so raus und dann laufen wir wieder besoffen. Und es ist auch ein kalter Wind. Und dann nicht wäre, könnte man es glaube ich mit Kurzhose und T-Shirt vertragen. Aber so ist es grusig kalt. Es ist jetzt 20 vor 1. Das ist die höchste Zeit für eine Mittagspause. Ich habe ein kleines Hängerli. Und da ist ein ideales Plätzchen. Und das ist ein kleines Bächli. Hocke ich da ein bisschen an und genieße jetzt Mittag. Es ist 2:15. Ich bereiche jetzt wieder auf die zweite Hälfte vom Tag. Gutes Mittagessen. Die Füße ein bisschen gekühlt. Ein Bächli, so gut es gegangen ist.
habe ich 35 und ich komme zum Hopewell Lake mit dem Hopewell Campingplatz. Aber der ist zu und alle WC-Häuschen, Gießerkübel und Wasserhähne sind Aussenbetrieb. Und ich weiß noch nicht, ob ich dort bleiben soll, weil ich habe ein Problem mit meinem Schienbein links. Seit gestern hat es eigentlich angefangen. Und heute Nachmittag hat es gebesen. Und jetzt vor allem gerade jetzt, die letzte Stunde, hat man so zweimal so, zwei, dreimal so stechenden Schmerz hat's mir gegeben. Darum weiss ich noch nicht. Vielleicht bleibe ich auf dem Campingplatz da. Und da einfach eine längere Pause machen. Und schauen, dass es wieder ein bisschen besser wird. Wenn ich langsam laufe, geht's. Sobald ich ein bisschen schneller gehe, tut es mir wieder so drinnen schiessen. Also, dann war jetzt schon die erste Picknicktisch. Es ist zwar erst 10:05 Uhr, aber ich habe mich entschieden, hier beim Hopewell Lake zu übernachten. Mein Schienbein zu lieb, ein bisschen schonen. Es ist schon echt geschwollen. Ich habe jetzt noch ein Fleckchen Schnee gefunden. Da ich dann noch ein bisschen kühlen und einfach kirmen den Rest vom Tag. Weil bis zur Grenze zu Colorado sind es 39 Meilen. Und das ist, wenn das Bein mitmacht, locker in 2 Tagen zu machen. Und ja, Zeit habe ich eigentlich. Das Essen habe ich auch genug dabei. Dann mache ich jetzt Schluss. Da ein schön grosser Baum mit 3 Stämmigen. Mache dann ein Plätzchen. Schön Plan. Ich habe angefangen. Und hier zieht es momentan auch nicht. Und zum Nachtessen habe ich da Tisch und Bank. Das Wasser muss ich halt am See holen, weil alle Wasserhähne zu sind. Den will ich halt filtern. Ist ja gleich. Es ist 9:30 schon fast an dem heutigen Samstag am 21. Mai. Das war eigentlich Tag 26. Aber weil es meinem Fuß nicht so gut geht, also mit dem linken Schienbein und Fuß ist geschwollen und es tut weh. Darum habe ich entschieden, dass ich sicher bis zum Mittag da bleibe und noch ein bisschen kirmen, eventuell sogar den ganzen Tag. Und schauen, wie es morgen aussieht. Im Notfall die Straße, die da vorbeifährt, die geht zu einer Ortschaft, die eine Stunde und 10 Minuten entfernt ist. Ortschaft Tau. Das wäre ja eine Option. Ja, letzte Nacht hat es 2-3 Mal einfach ein bisschen geregelt. Ich habe es gehört. Und wenn ich dann an die Schuhe bringe, habe ich gesehen, dass es so fast so ein Hagelkernchen gab, so kleine Kernchen. Aber es ist auch noch kalt. Ich habe gestern ein Daunenjäckchen angelegt, die Schlafsack rein.
jetzt machen wir dann etwas zum Morgen. Und dann gehe ich dann schnell noch ein bisschen Schnee holen. Dann wir das Bein ein bisschen kühlen. Es ist jetzt 5:30. Das Wetter hat gegenüber vom Morgen gebessert. Ich habe ein bisschen aufgezehrt. Die Sonne ist gekommen. Aber es ist trotzdem kalt, wegen dem Wind. Kalter Wind. Jetzt fährt es wieder zutun. Am Morgen um 10 Uhr hat es etwas wie geschnielt. Immer wieder ein bisschen. Und nachher bin ich eigentlich wieder ins Zelt hinein verschliffen. Schlafsack. Und ein bisschen geschlafen. Bike, weiß nicht. Geht glaube ich ein bisschen besser, aber ja. Dort morgen noch. Schauen, wie es geht. Und sonst gehe ich halt wirklich nur nach Tau. Lieber dort ein paar Tage. Weil das Essen gerade jetzt sehr langsam aus, wenn ich dann noch die 2 Tage bis zur Grenze laufen. Mir ist es eigentlich morgen los. Und sonst lange jetzt dann wieder. Ja, jetzt gehe ich auf dem Weg schnell ein bisschen Schnee holen. Ich gehe noch ein bisschen aus Bayern, ein bisschen Schnee zum Kühlen. Dann wird es eben nicht bis Nacht. Sonntagmorgen, der 22. Was erzähle ich jetzt euch? Doch ist der 22. Da hat es jetzt auch ab 6 Uhr. Ich habe jetzt mein Zelt zusammengepackt. Das Bein fühlt sich schon einiges besser an. Aber ich weiß nicht, ob ich loslaufen soll. Ich kann nicht nur 10 Meilen laufen, ich muss mehr. Und wie schnell dass sich das wieder verschlimmert, weiß ich nicht. Es ist jetzt 10 vor 7. Ich habe jetzt vorhin einen Kaffee gemacht und Tortilla mit Nutella dürfen. Also ein kleines zum Morgen. Und ich laufe jetzt zur Straße für die halbe Meile, sehr langsam. Am See unten steigt der Haufen Nebel auf. Und die Pflanzen haben am Boden Frost. Bodennähe. Ja, es ist ja kalt. Da war jetzt die Straße. Sonntag könnte ein bisschen das Problem sein, dass da nicht viel Verkehr ist. Vielleicht hätte ich gestern sollen. Ja, nun. Ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwie auf die Haus abkomme. Es ist jetzt die 20 vor 8. Das ist noch kein Auto in meine Richtung gefahren. Ich bin ein bisschen an der Straße entlang gelaufen. Weil es da oben gerade ein bisschen fest gezogen hat. Und hier kommt weniger Wind und ein bisschen Sonne. Ich bin immer noch langsam ein bisschen am Laufen. Immer in der Hoffnung, dass dort ein Auto kommt. Nicht nur mein Körper macht nicht mehr mit. Jetzt habe ich sogar da wieder einen Defekt am Schultertäschchen. Das Material macht da nicht mehr alles mit. Jetzt habe ich Socken, 2 Paar Socken, die Loch haben. Das Schultertäschchen, das geladen. Die Jacke, wo der Reissverschluss nicht mehr zugeht. Mein Rucksack, der Hüftgurt, der nicht durchgestanden ist und kaputt ist. Momentan läuft es nicht so. Das
kommt auch kein Auto. Ein bisschen Pech momentan.